Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Krennt mit Klartext. Zu Beginn habe ich eine Bitte an euch, und zwar hat YouTube jetzt den nächsten Trick auf Lager. YouTube hat meine Reichweite total eingeschränkt, hatten die Videos früher zwischen 50 und 100.000 Abrufe, sind es jetzt vielleicht gerade normal zwischen 4.000 und 8.000. Also bitte helft mir mit, diese Zensoren zu überlisten, und empfehlt meinen Kanal allen Leuten weiter, bei denen ihr denkt, dass sie genauso denken wie ich, an der Wahrheit interessiert sind. Ich bitte euch darum. Und ein zweites, bitte abonniert meinen Telegram-Kanal, damit ich unabhängiger werde von diesem YouTube, das eigentlich nur zensieren und einschränken kann, wenn man eine abweichende Meinung hat. Heute habe ich ein völlig anderes Thema, und zwar: So macht die KI aus unseren Daten ein Verbrechen. Aber es ist ein Thema, das jeden von euch, die ihr jetzt zuschaut, genauso betrifft wie mich auch. Nämlich, wenn ihr in den sozialen Netzwerken unterwegs seid, werdet ihr sehr schnell zum Verbrecher, und ich erkläre euch, wie das geht. Die KI des modernen Staates braucht keine Beweise gegen euch, sie konstruiert sie einfach. Ein ungewöhnliches Wort, ein geteilter Link, eine abweichende Meinung genügen, und ein Algorithmus erzeugt aus Daten ein Verbrechen, das nie stattgefunden hat. Der Überwachungsstaat des 21. Jahrhunderts braucht keinen Geheimdienst mit Ledermänteln mehr. Er braucht keine Männer in grauen Büros, die Akten öffnen. Er braucht kein Drohen mehr und keine sichtbare Gewalt. Er braucht nur Daten. Früher entschied ein Ermittlungsrichter, ob ein Verdacht bestand. Heute entscheidet das ein Algorithmus, ein System, das keine Ironie kennt, keine politischen Nuancen versteht, keine menschlichen Abwägungen trifft. Die Maschine urteilt nicht über Taten, sondern über Muster, und aus diesen Mustern konstruiert sie etwas, das einem digitalen Verbrechen gleicht. Es genügt schon, dass die KI glaubt, man könnte etwas Illegales tun. Damit ist ein neues Kapitel staatlicher Repression eröffnet. Ein Kapitel, in dem ein Verdacht nicht aus Wirklichkeit entsteht, sondern aus Berechnung einer kalten technischen KI. Phase 1. Die KI jagt keine Täter, sie jagt Abweichungen. Der digitale Strafstaat beginnt nicht mit einer Tat, sondern mit einer Unregelmäßigkeit. Ein Algorithmus registriert ein verdächtiges Wort, einen Link zum falschen Medium, eine emotionale Tonlage im Text, eine Suchanfrage zur falschen Uhrzeit, eine thematische Häufung, die statistisch aus dem Rahmen fällt, eine Kontaktverbindung zu jemandem, den das System bereits markiert hat. Das Unglaubliche daran: keines dieser Elemente ist strafbar. Doch in der Logik der KI ist nicht Strafbarkeit entscheidend, sondern Abweichung vom Durchschnitt. Die KI versteht Menschen nicht, sie misst sie. Alles, was sich außerhalb definierter Bahnen bewegt, wird zum Defekt, zum Störsignal, zum Risiko. Ein Mensch würde sagen, dieser Nutzer denkt anders. Die KI sagt, dieser Nutzer weicht ab. Somit ist die Abweichung der erste Schritt in den Tunnel der digitalen Verdächtigung. Phase 2: von der Abweichung zum konstruierten Verbrechen. Sobald die KI ein Muster gefunden hat, beginnt die nächste Stufe. Sie erstellt ein Profil, kein biografisches, sondern ein statistisches Profil, und analysiert, wie oft man bestimmte Begriffe verwendet, welche Videos man ansieht, mit wem man kommuniziert, welche Themen man verfolgt, welche Emotionen die eigenen Texte ausdrücken und welche Risikosignaturen den digitalen Alltag prägen. Ja, ihr habt richtig gehört,
Risikosignaturen. Ich musste auch erstmal recherchieren, was das überhaupt bedeutet. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Und zwar erstens sprachliche Risikonaturen. Das heißt häufige Nutzung politischer Schlagwörter, etwa System, Regime oder Kontrolle. Kombination der Begriffe Regierung und Lüge und Krise. Häufung von Begriffen wie Aufstand, Opposition, Elite. Viel Kritik an staatlichen Maßnahmen in kurzer Zeit. Die verhaltensbezogenen Risikosignaturen sind unter anderem plötzlicher Themenwechsel, zum Beispiel von Reisen zu Politik, erhöhte Aktivität in kurzer Zeit, lange Lesezeiten bei kontroversen Inhalten, Nachtaktivität von 2 bis 5 Uhr, häufiges Speichern oder Screenshots von politischen Inhalten, starke Nutzung alternativer Medienquellen. Drittens, Netzwerksignaturen sind unter anderem Kontakt zu Accounts, die bereits markiert wurden, Mitgliedschaft in Gruppen, die von Moderatoren als auffällig gemeldet wurden, häufiger Austausch mit Nutzern, die ein negatives Reputationsrating haben, ja auch so etwas gibt es, gleichzeitiges Auftreten in denselben Kommentarspalten wie Risikonutzer, Austausch mit internationalen Konten, die politisch eingestuft werden. Viertens, zeitliche Risikosignaturen, Aktivität zu Zeiten, die statistisch ungewöhnlich für den Benutzer sind. Ein plötzliches Auftreten aufregender Themen nach politischen Ereignissen. Häufiges Posten vor, während oder nach Demonstrationen. Das muss man sich mal vorstellen. Massive Aktivität in den Tagen nach politischen Entscheidungen. Auch das kann euch schon in Richtung Verbrechen bringen. Fünftens, kontextfreie Mustererkennung. Häufung bestimmter Wörter in Kombination, auch wenn es Journalismus ist. Gleichzeitige Nutzung bestimmter Suchbegriffe, zum Beispiel Wirtschaftskrise und Korruption und viele andere mehr. Aus diesen Informationen analysiert die KI, wer man ist und welche Rolle man in einem hypothetischen Szenario spielen könnte. Der Bruch mit dem Rechtsstaat geschieht genau hier. Die KI verwechselt Möglichkeit mit Absicht und Absicht mit Schuld. So wird ein ganzes Konzept von Grundrechten auf den Kopf gestellt. Ironie wird zur Aggression, Recherche zur Verschwörung, Analyse zur Zustimmung, Journalismus zur Radikalisierung und politische Kritik zu Extremismus. Ein digitales Verbrechen entsteht nicht aus Handlung, sondern bereits aus Interpretation ohne Kontext. Kommen wir zu Phase 3, die Alert-Illusion, wenn Richter nur noch unterschreiben. Der vom Algorithmus erzeugte Alert, also Alarm, hat in der Realität die gleiche Wirkung wie ein Beweis. Doch er ist nichts als eine mathematische Vermutung. Aber Behörden behandeln diese Alerts, als seien sie objektiv, neutral, unfehlbar. Die Staatsanwaltschaft sieht Risikoindikatoren, Abweichungsmuster und Wahrscheinlichkeitsdiagramme. Der Richter sieht dieselben Daten. Auch er unterschreibt nicht aus Überzeugung, sondern aus juristischem Selbstschutz. Damit entsteht eine neue, pervertierte Prozesskette, die so lautet: Die KI konstruiert das Verbrechen, die Behörde bestätigt es dienstbeflissen, das Gericht legalisiert es aus Routine. So glaubt die Justiz, sie treffe Entscheidungen, aber in Wahrheit bestätigt sie nur das Echo einer Maschine. Phase 4. Virtuelle Schuld entfaltet staatliche Willkür. Dann kommt der Moment, in dem das digitale Vorurteil die analoge Welt trifft. Hausdurchsuchungen im Morgengrauen, beschlagnahmte Telefone, Laptops, Kameras, eingefrorene Konten, verlorene Arbeitsverhältnisse, zerstörte Familienstrukturen und soziale Ächtung. Die Betroffenen stehen plötzlich in Ermittlungsakten voller KI-Fiktionen und fragen sich, warum. Doch die KI analysierte, dass man eine Straftat begehen könnte. Schon das reicht heute, denn die KI arbeitet mit Möglichkeiten, nicht mit Tatsachen. Phase 5, das Schweigen, der wahre Zweck des Systems. Das Endziel dieses Systems ist nicht Sicherheit, Prävention oder Ordnung, es ist Gehorsam. Denn die Menschen sollen wissen, dass jedes Wort in einer Blackbox gespeichert wird, dass jeder Link analysiert wird, dass jede Diskussion riskant sein kann,
dass eine KI aus einem Satz ein Verbrechen konstruieren kann. Und so beginnen immer mehr Menschen zu schweigen und werden vorsichtig. Die Macht über die Daten ist die Macht über Menschen. Die neue Zensur arbeitet nicht mit Sperrungen, sie arbeitet mit Angst und sie braucht keine Anweisungen, denn sie wächst im Kopf. Der digitale Strafstaat besiegt Menschen, bevor sie überhaupt sprechen. Die Macht über die Daten ist die Macht über Menschen. Der Staat der Zukunft wird nicht mehr nur Handlungen kontrollieren, sondern Wahrscheinlichkeiten. Die KI berechnet, wer man sein könnte, und der Staat behandelt die Menschen so, als wären sie es bereits. Damit wird die Grundlage des Rechtsstaates zerstört, nämlich dass Schuld eine Tat voraussetzt. Im digitalen Strafstaat reicht eine Wahrscheinlichkeit. Der Schlagstock der Zukunft ist kein physisches Instrument mehr. Er ist ein Bewertungswert, ein Score, der entscheidet, ob man ein Bürger ist oder bereits ein Verdächtiger, geformt aus Daten, vorverurteilt von einer KI. Also Leute, jeder, der in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, verbreitet dieses Video. Es ist wichtig. Ich habe analysiert, wie man aus euren Daten ein Verbrechen macht, wie jeder von uns plötzlich eine Hausdurchsuchung kriegen kann, nur weil er eine abweichende Meinung hat. Bitte verteilt dieses Video. Es ist sehr, sehr wichtig, gerade bei uns, da wir sehr kritisch sind. Und da wir schon beim Thema Kritik sind, ich habe ein neues Buch geschrieben, Deutschland muss vernichtet werden, über 900 Seiten. Es behandelt alle Massenmorde an uns Deutschen und setzt auch ein 2015 bis 2025 Merkels Grenzöffnung und die Migrantenkriminalität. Ich habe in diesem Buch etwas gemacht, das es noch nicht gibt, und zwar eine Gesamtbilanz von allen deutschen Toten von 1914 bis 1955. Eine Gesamtbilanz. Die Zahl ist so erschreckend hoch, sie geht in die Millionen, dass ihr es nicht glauben könnt. Dieses Buch ist ein Andenken an unsere Großmütter und Großväter. Wer also an diesem Andenken teilnehmen will, der ein Denkmal setzen will, der vielleicht auch seiner Großmutter oder seinem Großvater, sollten sie noch leben, einfach zeigen will, dass ich auch an unsere Opfer denke, der sollte dieses Buch kaufen. Bitte abonniert mich bei Telegram. Ich will unabhängig werden von YouTube. Und bitte abonniert meinen Newsletter unter www.michaelgrant.de. Jede Woche ein Artikel, ein aktueller Artikel. Ich wünsche euch alles Gute und passt auf euch auf in den sozialen Medien. Ich habe es euch erklärt, wie das funktioniert. Bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.